Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In der Stille der ägyptischen Wüste, wo der Sand die Geheimnisse von Jahrtausenden bewahrt, liegt die Geschichte eines Königs, der es wagte, 1000 Götter gegen einen einzigen einzutauschen. Eine Revolution des Geistes, die ein Imperium bis in seine Grundfesten erschütterte und deren wahres Ausmaß uns bis heute Rätsel aufgibt. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie uns gemeinsam in eine Zeit reisen, die in goldenem Licht getaucht scheint. Wir befinden uns im 14. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, auf dem Höhepunkt des ägyptischen Neuen Reiches. Dies ist die 18. Dynastie, eine Ära von unvorstellbarem Reichtum, imperialer Macht und scheinbar ewiger Stabilität. Von den Katarakten des Nils tief im Süden, in Nubien, bis zu den Ufern des Euphrat in Syrien, erstreckt sich der Einfluss des Pharaos. Karawanen bringen Luxusgüter aus fernen Ländern, und die Minen Nubiens senden einen stetigen Strom von Gold nach Norden. So viel, dass Ägypten in den diplomatischen Schriften der Zeit als das Land bekannt ist, in dem Gold so häufig wie Staub ist. Das Herz dieses Imperiums schlägt in der Stadt Theben. Hier, am Ostufer des Nils, erhebt sich der gewaltigste Tempelkomplex, den die Welt je gesehen hat: Karnak. Es ist mehr als nur ein Tempel, es ist eine Stadt der Götter, ein wirtschaftliches Machtzentrum und die Domäne des Reichsgottes Amun-Ra. Ursprünglich ein lokaler Gott Thebens, ist Amun mit dem Sonnengott Ra verschmolzen und zum König der Götter aufgestiegen. Seine Priesterschaft ist immens reich und einflussreich, sie kontrolliert riesige Ländereien und Schätze. Der Pharao selbst gilt als Sohn des Amun-Ra, seine Legitimität ist untrennbar mit dem Wohlwollen dieses Gottes und seiner Priester verbunden. Die theologische Landschaft Ägyptens ist ein komplexes, vielschichtiges Geflecht. Hunderte von Göttern und Göttinnen bevölkern das Pantheon, von kosmischen Mächten wie Osiris, dem Herrscher der Unterwelt, und Isis, der großen Magierin, bis hin zu lokalen Schutzgottheiten einer Stadt oder eines Dorfes. Diese Götter sind keine fernen, abstrakten Wesen. Sie sind in der Welt präsent, in ihren Statuen, in den dunklen Sanktuarien der Tempel, in den Riten und Festen, die den Jahreslauf bestimmen. Dieses System hat sich über 1,5 Jahrtausende entwickelt. Es ist das Fundament der ägyptischen Zivilisation, die Garantie für die Ma'at, die kosmische Ordnung, Harmonie und Gerechtigkeit. In dieser Welt, die auf Tradition, Beständigkeit und einem reichen Polytheismus aufgebaut ist, erscheint die Idee einer religiösen Revolution nicht nur radikal, sondern schlichtweg undenkbar. Doch in den opulenten Palästen von Theben, im Schatten des allmächtigen Amun, wächst ein Prinz heran, dessen Geist sich auf einen völlig anderen Weg begeben wird. Inmitten dieses Zenits der Macht und des Glaubens wird um das Jahr 1353 vor unserer Zeitrechnung ein Prinz geboren. Sein Name ist Amenophis, auf Ägyptisch Amenhotep, was Amun ist zufrieden bedeutet. Ein Name, der ihn von Geburt an mit dem großen Gott von Theben verbindet. Er ist der jüngere Sohn des Pharaos Amenophis III. Und seiner einflussreichen großen königlichen Gemahlin Theye. Sein Vater ist ein wahrer Koloss seiner Zeit, ein brillanter Diplomat, ein unermüdlicher Bauherr, dessen Herrschaft eine Periode beispiellosen Friedens und Wohlstands markiert.
Unter Amenophis III. Erreicht die ägyptische Kunst eine neue Stufe der Raffinesse und des Naturalismus. Die Welt scheint in perfekter Balance zu sein. Über die Jugend des zukünftigen Revolutionärs wissen wir quälend wenig. Die historischen Aufzeichnungen schweigen. War er ein kränkliches Kind, das im Schatten seines älteren Bruders Thutmosis aufwuchs, der ursprünglich für den Thron vorgesehen war? Einige Forscher spekulieren, dass der frühe Tod dieses Bruders den jungen Amenophis unerwartet in die Position des Thronfolgers katapultierte. Andere Theorien, oft basierend auf den späteren, ungewöhnlichen Darstellungen seiner Person, deuten auf eine isolierte Kindheit hin, vielleicht geprägt von einer tiefen Introspektion, die ihn von den lauten Zeremonien und der starren Politik des Hofes entfernte. Seine Mutter, Königin These, war eine Frau von bemerkenswerter Intelligenz und politischem Scharfsinn, keine Frau von königlichem Blut, aber eine dominante Kraft am Hof. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr Einfluss auf ihren Sohn prägend war. Er wuchs im Herzen des Amun-Kultes auf, umgeben von den Priestern, deren Macht er später brechen würde. Er atmete die Luft, die vom Weihrauch aus den Tempeln geschwängert war. Er sah die täglichen Rituale, die Prozessionen, die Feste zu Ehren der Götter. Was ging in dem Geist dieses jungen Prinzen vor? Sah er die Rituale als leere Hüllen? Empfand er die Macht der Priesterschaft als Bedrohung für die Autorität des Pharaos? Oder erlebte er eine persönliche, spirituelle Offenbarung, die ihn zu der Überzeugung führte, dass sich hinter der verwirrenden Vielzahl der Götter eine einzige, universelle Wahrheit verbarg? Wir können nur spekulieren. Doch in dieser opulenten, traditionsbewussten Umgebung von Theben wurden die Samen für eine der radikalsten Umwälzungen der antiken Geschichte gesät. Im stillen Geist eines Prinzen, der dazu bestimmt war, alles zu verändern. Nach dem Tod seines Vaters bestieg der junge Prinz als Amenophis IV. Den Thron Ägyptens. Zunächst schien alles seinen gewohnten Gang zu gehen. Die Räder des Imperiums drehten sich weiter, die Rituale wurden vollzogen und der neue Pharao begann sogar, wie seine Vorgänger, Bauprojekte im großen Tempel des Amun-Ra in Karnak zu initiieren. Für die Priesterschaft und den Adel gab es kaum einen Grund zur Beunruhigung. Doch wer genau hinsah, konnte die ersten, feinen Risse im Fundament der Tradition erkennen. Eine subtile, aber bedeutsame Verschiebung begann sich abzuzeichnen. Schon früh in seiner Herrschaft richtete Amenophis IV. Seine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Form des Sonnengottes, den Aton. Der Aton war nicht neu. Er wurde bereits in früheren Texten als die physische Sonnenscheibe erwähnt. Doch unter dem neuen Pharao erfuhr dieser Aspekt eine beispiellose theologische Aufwertung. Er ließ östlich des großen Amun-Bezirks in Karnak einen eigenen Tempel für den Aton errichten. Der Name, der diesem Gott gegeben wurde, war aufschlussreich und programmatisch. Ra-Horachti, der im Horizont jubelt, in seinem Namen als Shu, der im Aton ist. Dies war kein einfacher Name, sondern eine theologische Definition. Der Aton war nicht nur die Sonnenscheibe, sondern die universelle lebensspendende Kraft, die in ihr wohnt. Die Darstellung des Aton war ebenfalls revolutionär. Anders als die Götter Ägyptens, die als Menschen, Tiere oder Mischwesen abgebildet wurden, wurde der Aton als reine Sonnenscheibe dargestellt. Von dieser Scheibe gingen Strahlen aus, die in kleinen Händen endeten. Diese Hände reichten herab, um dem Pharao und seiner Familie das Ankh-Symbol, das Zeichen des Lebens, zu überreichen. Dies war eine radikal neue Ikonographie. Der Gott war nicht mehr in einem dunklen Sanktuar in einer Statue verborgen, sondern für alle sichtbar am Himmel.
Er war eine universelle Kraft, deren Licht und Leben nicht nur Ägypten, sondern alle Länder erreichte. Zunächst existierte dieser aufstrebende Kult neben den alten Göttern. Amun-Ra wurde weiterhin verehrt, aber der Fokus des Königs verlagerte sich unaufhaltsam. Es war die Stille vor dem Sturm, eine Phase des theologischen Experimentierens, in der die Sonne langsam aufging über einer neuen Idee, während die Dämmerung für die tausendjährigen Götter Ägyptens bereits begonnen hatte. Die Phase der Koexistenz war nur von kurzer Dauer. Um das 5. Jahr seiner Herrschaft herum traf der Pharao eine Entscheidung, die unmissverständlich war. Es war der Rubikon, der überschritten wurde, der Moment, in dem die stille Evolution zur offenen Revolution wurde. Er legte seinen Geburtsnamen ab. Amenophis, Amun ist zufrieden, war nun eine Lüge, ein Anachronismus. Er wählte einen neuen Namen, einen Namen, der sein gesamtes Programm in sich trug. Echnaton, was so viel bedeutet wie der für den Aton wirksam ist oder der dem Aton gefällt. Diese Namensänderung war ein seismischer Akt von unvorstellbarer Tragweite. Es war eine öffentliche und endgültige Absage an den Gott, der seit Jahrhunderten das Pantheon anführte und die Legitimität der Pharaonen garantierte. Jeder Brief, jedes Dekret, jede Inschrift, die nun den Namen Echnaton trug, war eine Proklamation des Bruchs mit der Vergangenheit. Es war eine Kriegserklärung an die mächtige Priesterschaft des Amun in Theben, deren Einfluss und Reichtum nun direkt bedroht waren. Doch Echnaton ging noch weiter. Er verstand, dass eine neue Idee einen neuen Raum brauchte, um zu gedeihen, frei von den Schatten der alten Götter. Theben war die Stadt des Amun. Jeder Tempel, jede Allee, jeder Stein war von seiner Präsenz durchdrungen. Um seine Vision zu verwirklichen, musste Echnaton diesen Ort verlassen. Er entsandte seine Beamten, um einen neuen Platz für eine Hauptstadt zu finden. Einen jungfräulichen Ort in der Wüste Mittelägyptens, der keinem anderen Gott oder keiner anderen Göttin zuvor geweiht war. Dort, an einer Stelle, wo die Felsen eine natürliche Bucht am Ostufer des Nils bilden, fand er seinen Ort. Er nannte ihn Achet Aton, der Horizont des Aton. Heute kennen wir diesen Ort als Amarna. Mit gewaltigem Aufwand wurde hier aus dem Nichts eine neue Stadt errichtet. Paläste, Tempel, Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser für Zehntausende von Menschen. Die Tempel des Aton waren anders als alles, was Ägypten je gesehen hatte. Offene Höfe ohne Dach, die das direkte Licht der Sonne einließen, anstatt dunkle, geheimnisvolle Kammern. Mit der Gründung von Achet Aton schuf Echnaton nicht nur eine neue Hauptstadt, sondern eine neue Welt, ein physisches Manifest seiner neuen Theologie. Der Umzug des gesamten königlichen Hofes von der altehrwürdigen Metropole Theben in eine hastig errichtete Stadt in der Wüste war das unumkehrbare Zeichen. Die alte Ordnung war zerbrochen. Die Revolution hatte nun einen Namen und ein Zuhause. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie uns gedanklich an die Ufer des Nils reisen in eine Zeit des radikalen Umbruchs. Der Bruch mit Theben war vollzogen, die Tempel des Amun und der alten Götter waren für Echnaton Orte der Finsternis geworden, Schatten einer Vergangenheit, die er auslöschen wollte. Sein Gott, der Aton, die reine, lebensspendende Sonnenscheibe, verdiente einen eigenen Ort, unberührt von den alten Kulten, ein reines Blatt, auf das die neue Theologie geschrieben werden konnte. In seinem 6. Regierungsjahr bestieg Echnaton seinen goldenen Wagen und reiste mit seinem Hofstaat in die Wüste Mittelägyptens. Dort, an einem Ort, der heute als Amarna bekannt ist, fand er, was er suchte.
Es war eine weite, von Klippen umgebene Bucht am Ostufer des Nils. Hier, so verkündete der Pharao, habe der Aton selbst ihm den Ort für seine Stadt offenbart. Er nannte sie Achet Aton, der Horizont des Aton. Die Errichtung dieser neuen Hauptstadt war ein Unterfangen von beispielloser Geschwindigkeit und Ambition. Aus dem Nichts, aus dem heißen Wüstensand, wurde eine Metropole gestampft. Tausende von Arbeitern wurden mobilisiert, um Paläste, Tempel, Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser zu errichten. Das Herz der Stadt war der große Aton-Tempel, ein riesiger Komplex, der bewusst ohne Dach konzipiert war, damit die Strahlen des Aton ungehindert auf die Altäre fallen konnten. Anders als die dunklen, geheimnisvollen Hallen von Karnak war Achet Aton ein Ort des Lichts und der Offenheit. Um das heilige Territorium der Stadt zu markieren, ließ Echnaton 14 monumentale Grenzstelen in die umliegenden Felsen meißeln. Diese Inschriften waren eine ewige Proklamation, ein Eid des Pharaos, dass er diesen Ort niemals verlassen würde, denn er gehörte dem Aton. Die Stadtplanung selbst spiegelte die neue Ordnung wider. Eine lange königliche Straße verband die offiziellen Paläste im Norden mit dem Zentrum der Stadt. Es gab Viertel für die Elite, aber auch ein weitläufiges Arbeiterdorf, das uns heute bemerkenswerte Einblicke in das tägliche Leben der einfachen Menschen jener Zeit gewährt. Achet Aton war mehr als nur eine neue Hauptstadt. Es war ein theologisches Statement in Stein und Lehm, der Versuch, eine Utopie auf Erden zu schaffen, eine perfekte Gesellschaft, die einzig und allein im Licht ihres einen, wahren Gottes lebte. In der Stille der neu erbauten Stadt, unter der allgegenwärtigen Präsenz der Sonnenscheibe, fand die Revolution Echnatons ihren poetischsten und tiefgründigsten Ausdruck. Wir sprechen vom großen Sonnenhymnus, einem Text, der im Grab des hohen Beamten Eje gefunden wurde und als das zentrale Glaubensbekenntnis der Aton-Religion gilt. Seine Zeilen, die wahrscheinlich von Echnaton selbst verfasst wurden, sind von einer erstaunlichen Schönheit und theologischen Radikalität. Schließen Sie die Augen und lauschen Sie den Worten, die vor über 3000 Jahren die neue Weltordnung beschrieben. Du erscheinst schön im Horizont des Himmels, du lebender Aton, der das Leben bestimmt. Wenn du im östlichen Horizont aufgehst, hast du jedes Land mit deiner Schönheit erfüllt. Der Hymnus bricht mit der traditionellen ägyptischen Mythologie. Es gibt keine Götter, die in Barken über den Himmel reisen, keine Kämpfe mit der Finsternis. Es gibt nur den Aton, die eine universelle Quelle allen Seins. Der Text beschreibt den täglichen Zyklus von Sonnenauf- und Untergang nicht als mythologisches Drama, sondern als natürlichen, lebensspendenden Prozess. Wenn die Sonne untergeht, ist die Erde in Finsternis, als wäre sie tot. Doch mit dem ersten Licht des Morgens erwacht die gesamte Schöpfung wieder zum Leben. Das Revolutionäre am Hymnus ist seine universelle Perspektive. Der Aton ist nicht nur der Gott Ägyptens, er ist der Schöpfer aller Völker, aller Sprachen, aller Länder. Ihre Zungen sind im Sprechen verschieden und ihre Naturen ebenso. Ihre Hautfarben sind unterschiedlich, denn du hast die Fremdländer unterschieden. Dies war ein beispielloser Gedanke in einer Welt, in der jeder Stamm und jede Nation ihre eigenen Götter hatte. Der Aton war ein Gott für die gesamte Menschheit. Doch dieser universelle Gott hatte nur einen einzigen Propheten, einen einzigen Vermittler, Echnaton selbst. Der Hymnus stellt klar, es gibt keinen anderen, der dich kennt, außer deinem Sohn Nefer Tscheperu Rewa Enre. Alle anderen Menschen konnten die göttliche Wahrheit nur durch den Pharao,
und seine Lehren erfahren. Die alte Priesterschaft war überflüssig geworden. Der große Sonnenhymnus ist ein Fenster in die Seele dieser religiösen Revolution, ein Lobgesang auf das Licht, das Leben und einen universellen Gott, dessen Wahrheit nur durch seinen einen Sohn auf Erden offenbart wurde. Eine Revolution, die so tiefgreifend ist wie die Echnatons, beschränkt sich selten nur auf die Theologie. Sie muss sichtbar werden, sich in die Netzhaut der Menschen einbrennen. Und so erlebte Ägypten unter seiner Herrschaft eine der radikalsten künstlerischen Umwälzungen seiner langen Geschichte. Der Amarna-Stil, wie wir ihn heute nennen, war ein bewusster und schockierender Bruch mit jahrtausendealten Konventionen. Stellen Sie sich die traditionelle ägyptische Kunst vor. Idealisierte, muskulöse Körper von Pharaonen, zeitlose, würdevolle Posen, eine starre, fast mathematische Ordnung. Diese Kunst sollte Ewigkeit und göttliche Perfektion ausstrahlen. Echnaton aber ließ sich und seine Familie auf eine Weise darstellen, die bizarr, fast befremdlich wirkt. Die Statuen und Reliefs aus Amarna zeigen den Pharao mit einem langen, schmalen Gesicht, vollen Lippen, einem schlaffen, überhängenden Bauch, breiten Hüften und dünnen, spindelartigen Gliedmaßen. Sein Schädel ist auffällig in die Länge gezogen. Diese androgynen Züge, die weibliche und männliche Charakteristika vereinen, waren eine auserlesene Provokation. War dies ein realistisches Porträt? Litt Echnaton an einer Krankheit wie dem Marfan-Syndrom, wie manche Forscher vermuten? Oder war es eine rein symbolische Darstellung? Vielleicht sollte dieser neue Körper den Pharao als Vater und Mutter der Menschheit darstellen, als ein Wesen, das die Dualität in sich vereint, so wie der Aton selbst Schöpfer von allem war. Doch der Amarna-Stil war nicht nur bizarr, er war auch von einer neuen, intimen Natürlichkeit geprägt. Zum ersten Mal in der ägyptischen Kunst sehen wir den Pharao nicht nur als unnahbaren Gottkönig, sondern als Ehemann und Vater. Wir sehen Echnaton und Nofretete in zärtlichen Posen, wie sie sich küssen oder um ihre kleinen Töchter kümmern. Eine berühmte Stele zeigt die königliche Familie beim Essen, eine Szene von fast bürgerlicher Häuslichkeit. Wäre da nicht die Sonnenscheibe des Aton, die über ihnen schwebt und ihre lebensspendenden Strahlen auf sie herabsenkt? Diese neue Kunst war ein mächtiges Propagandawerkzeug. Sie ersetzte die alte, ferne Götterwelt durch das greifbare Bild der heiligen Familie. Sie war der visuelle Ausdruck der neuen Theologie, unkonventionell, persönlich und ganz auf den Pharao und seine Beziehung zum Lichtgott Aton ausgerichtet. Im Zentrum der Aton-Religion stand kein Pantheon ferner Götter und auch kein abstraktes Konzept allein. Im Zentrum stand eine Familie aus Fleisch und Blut. Echnaton, seine große königliche Gemahlin, Nofretete und ihre Töchter. Sie waren nicht nur die Herrscher Ägyptens, sie waren die heilige Triade auf Erden, die exklusiven Vermittler zwischen der Menschheit und dem einzigen Gott. Diese Verschiebung vom Göttlichen im Himmel zum Göttlichen in der königlichen Familie war vielleicht der radikalste Aspekt der gesamten Revolution. In der traditionellen Religion war der Pharao der oberste Priester, der Diener der Götter. In Amarna war der Pharao selbst der Weg zur Erlösung. Die gewöhnlichen Ägypter beteten nicht direkt zum Aton. Stattdessen verehrten sie Echnaton und Nofretete. In den Häusern der Arbeiter von Achet-Aton finden Archäologen kleine Altäre und Stelen, die nicht den Aton, sondern die königliche Familie zeigen. Sie waren die Heiligen, die Fürsprecher, die sichtbare Manifestation des göttlichen Willens.
Nofretetes Rolle in diesem neuen System war beispiellos. Ihr Name bedeutet, die Schöne ist gekommen. Und ihre Darstellungen, allen voran die weltberühmte Büste in Berlin, zeigen eine Frau von außergewöhnlicher Macht und Anmut. In der Kunst wird sie fast immer als ebenbürtige Partnerin Echnatons dargestellt. Sie trägt Kronen, die sonst nur Pharaonen vorbehalten waren, und vollzieht religiöse Rituale an der Seite ihres Mannes. Manche Inschriften und Darstellungen legen nahe, dass sie eine Art Co-Regentin war, eine weibliche Hälfte des göttlichen Prinzips auf Erden, die Echnatons männliche Hälfte ergänzte. Gemeinsam bildeten sie ein perfektes Paar, das die schöpferische Kraft des Aton widerspiegelte. Ihre 6 Töchter vervollständigten dieses Bild der göttlichen Fruchtbarkeit und des ewigen Lebenszyklus. Die unzähligen Darstellungen der Familie in alltäglichen, liebevollen Momenten dienten einem klaren Zweck. Sie zeigten dem Volk das ideale Leben unter der Sonne des Aton. Die königliche Familie war das Modell, das Abbild, dem alle nacheifern sollten. Die Liebe zwischen Mann und Frau, die Zuneigung zu den Kindern, all das wurde zu einem religiösen Akt, einem Spiegelbild der Liebe des Aton zu seiner Schöpfung, die durch die heilige Familie auf Erden sichtbar wurde. Während Echnaton seine Aufmerksamkeit ganz nach innen auf die Erschaffung seiner neuen Welt und die Anbetung des Aton richtete, zog sich die Welt außerhalb Ägyptens nicht einfach zurück. Sie pochte an die Tore, sandte Botschaften und flehte um Hilfe. Der bemerkenswerteste Beweis dafür wurde nicht in den großen Archiven von Theben oder Memphis gefunden, sondern im Sand von Amarna selbst. Ein Schatz von über 380 Keilschrifttafeln, bekannt als die Amarna-Briefe. Diese Tontafeln, geschrieben in Akkadisch, der diplomatischen Lingua Franca der Zeit, öffnen ein Fenster in die komplexe Geopolitik des späten Bronzezeitalters. Sie sind die Korrespondenz zwischen dem ägyptischen Hof und den Herrschern Babyloniens, Assyriens, Mit-Anis, der Hethiter und, was am ergreifendsten ist, den Vasallenkönigen in Kanaan und Syrien. Die Briefe der Großkönige sind oft förmlich, sie verhandeln über dynastische Ehen, den Austausch von Luxusgütern, Gold, Lapislazuli, Streitwagen und die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Mächte. Doch zwischen den Zeilen spürt man eine wachsende Verunsicherung. Die Pharaonen Ägyptens waren traditionell die mächtigsten Akteure, aber Echnatons Desinteresse an den äußeren Provinzen ließ ein Machtvakuum entstehen. Noch dramatischer sind die Briefe der kleineren Stadtfürsten. Männer wie Ribhadda von Byblos oder Abdi-Hepa von Jerusalem schreiben verzweifelte, fast panische Nachrichten. Sie berichten von feindlichen Übergriffen, von Intrigen rivalisierender Fürsten und dem Vordringen nomadischer Gruppen, der sogenannten Habiru. Sie flehen um Bogenschützen, um Gold, um ein Zeichen, dass ihr ägyptischer Oberherr sie nicht vergessen hat. »Sende Truppen«, schreibt einer, »oder das Land des Königs wird an die Habiru verloren gehen.« Die Antworten aus Ägypten, sofern sie überhaupt kamen, waren oft ausweichend oder unzureichend. Echnatons Fokus lag auf dem Horizont des Aton, nicht auf den fernen Grenzen seines Reiches. Die Amarna-Briefe sind das schriftliche Zeugnis eines zerfallenden Imperiums, dessen Peripherie langsam erodierte, während sein Zentrum in einer theologischen Träumerei versunken war. Sie zeigen uns einen Pharao, der bereit war, weltliche Macht für spirituelle Reinheit zu opfern, eine Entscheidung mit Konsequenzen, die Ägypten noch lange nach seinem Tod spüren sollte. Echnatons Revolution war anfangs vielleicht eine intellektuelle, eine theologische Neuausrichtung.
Doch sie entwickelte sich bald zu etwas viel Härterem, einer aktiven und systematischen Verfolgung der alten Götter. Der Hauptfeind in diesem heiligen Krieg war Amun-Re, der einst allmächtige Reichsgott, dessen Priesterschaft Echnatons Vater noch gedient hatte. Die bloße Verlagerung der Hauptstadt und der Bau neuer Tempel für Aton reichten nicht aus. Um die alleinige Wahrheit des Aton zu etablieren, musste die Lüge der alten Götter ausgelöscht werden. In den späteren Jahren seiner Herrschaft erließ Echnaton Dekrete, die eine landesweite Kampagne der Ikonoklasie auslösten. Überall in Ägypten, von den großen Tempeln in Karnak und Luxor bis hin zu den kleinsten Schreinen in entlegenen Dörfern, wurden Arbeiter ausgesandt. Ihre Aufgabe war es, den Namen Amuns und seiner Gemahlin Mut auszulöschen. Mit Hammer und Meißel stiegen sie auf Leitern und Gerüste, um die Hieroglyphen von Pylonen, Obelisken und Tempelwänden zu kratzen. Sie entfernten den Namen sogar aus privaten Gräbern und von kleinen Alltagsgegenständen. Es war ein Versuch, die Erinnerung selbst zu tilgen. Sogar das Wort Götter im Plural wurde verfolgt und aus Inschriften entfernt, um die Einzigartigkeit des Aton zu betonen. Dieser Akt war mehr als nur eine theologische Meinungsverschiedenheit. Es war ein Angriff auf das Fundament der ägyptischen Zivilisation, auf Jahrtausende von Tradition und Glauben. Man kann sich die Angst und Verwirrung der einfachen Menschen nur vorstellen, deren Weltbild von einer Vielzahl von Gottheiten bevölkert war, die für jeden Aspekt des Lebens zuständig waren. Nun wurde ihnen gesagt, dass diese Götter nicht existierten und ihr Name eine Blasphemie sei. Die Verfolgung beschränkte sich nicht nur auf Amun. Obwohl er das Hauptziel war, wurden auch die Namen anderer wichtiger Gottheiten angegriffen. Dieser Krieg gegen die Götter war Echnatons radikalster Schritt. Er verwandelte eine religiöse Reform in eine totalitäre Ideologie, die keinen Raum für abweichende Meinungen ließ. Es war ein gefährliches Spiel, denn er schuf sich damit mächtige Feinde, insbesondere die enteignete und gedemütigte Amun-Priesterschaft, die im Verborgenen auf ihre Chance wartete, das alte Pantheon wiederherzustellen. Wie war das Leben in Achet-Aton, dieser aus dem Wüstensand gestampften Utopie? Die archäologischen Überreste der Stadt geben uns einen seltenen, detaillierten Einblick in den Alltag während dieser außergewöhnlichen Epoche. Achet-Aton war keine organisch gewachsene Metropole. Sie war eine geplante Stadt, durchzogen von geraden, breiten Straßen, die auf die großen Tempel und Paläste ausgerichtet waren. Im Zentrum lag der königliche Bezirk mit dem großen Aton-Tempel, dessen Höfe unter freiem Himmel lagen, um die Strahlen des Sonnengottes direkt zu empfangen. Daneben befanden sich die Paläste, Verwaltungsgebäude und Archive, in denen die Amarna-Briefe lagerten. Doch das Faszinierendste an Amarna ist, dass wir nicht nur die Monumente der Macht sehen, sondern auch die Wohnstätten der Menschen, die in dieser Stadt lebten und arbeiteten. Die Villen der hohen Beamten, wie des Wesirs Nacht oder des Generals Ramose, waren weitläufige Anwesen mit Gärten, Teichen und eigenen kleinen Kapellen. Ihre Wände waren mit lebendigen, naturalistischen Fresken geschmückt, die Szenen aus dem Leben der Familie, der Natur und natürlich der Anbetung des Aton und der königlichen Familie zeigten. Selbst in diesen privaten Räumen war die neue Religion allgegenwärtig. Kleine Hausaltäre zeigten nicht die traditionellen Götter, sondern Stelen mit der Darstellung von Echnaton, Nofretete und ihren Töchtern, die dem Aton opferten. Die königliche Familie war der einzige Mittler zum Gott, und so wurde sie selbst zum zentralen Objekt der Verehrung im Haushalt.
Südlich des Stadtzentrums lag das Arbeiterviertel, eine dicht bebaute Siedlung mit kleinen, standardisierten Lehmziegelhäusern. Hier lebten die Handwerker, Künstler und Arbeiter, die die Stadt erbauten und am Laufen hielten. Die Funde aus diesen Häusern, Werkzeuge, Töpferwaren, Spielzeug, erzählen von einem Leben, das trotz der religiösen Revolution von den üblichen menschlichen Sorgen und Freuden geprägt war. Amarna war ein Mikrokosmos von Echnatons Vision. Eine ganze Gesellschaft, die sich nach der Sonne ausrichtete, vom Pharao in seinem Palast bis zum einfachen Töpfer in seiner Werkstatt. Es war ein grandioses soziales und religiöses Experiment, dessen Existenz untrennbar mit dem Leben seines Gründers verbunden war. In der strahlenden Sonne von Amarna steht neben Echnaton eine Gestalt von gleicher, wenn nicht sogar größerer Faszination. Seine große königliche Gemahlin, Nofretete. Ihr Name, der die Schöne ist gekommen bedeutet, ist durch ihre weltberühmte Büste in Berlin unsterblich geworden. Doch sie war weit mehr als nur ein schönes Gesicht. In der Kunst der Amarna-Zeit wird sie mit einer Prominenz dargestellt, die für eine Königin beispiellos ist. Sie ist nicht nur die liebende Gattin und Mutter von 6 Töchtern, sie ist eine aktive Teilnehmerin an der Macht und am Kult. Auf Tempelreliefs sehen wir sie an der Seite Echnatons, fast spiegelbildlich, wie sie dem Aton opfert. In manchen Darstellungen trägt sie pharaonische Insignien und schlägt Feinde nieder. Eine Pose, die traditionell dem männlichen Herrscher vorbehalten war. Ihre Titel sind ebenso außergewöhnlich. Sie war nicht nur Königin, sondern trug auch Namen wie Herrin der 2 Länder, was ihre herrschaftliche Rolle unterstreicht. Diese beispiellose Stellung hat zu intensiven Debatten unter Ägyptologen geführt. War Nofretete lediglich eine außergewöhnlich einflussreiche Königin? Oder war sie eine offizielle Mitregentin, die auf Augenhöhe mit ihrem Mann regierte? Die Beweise sind verlockend, aber nicht eindeutig. Die intime Darstellung der königlichen Familie, die sich küsst und mit ihren Kindern spielt, zeigt eine persönliche Nähe, die in der offiziellen Kunst früherer Dynastien undenkbar war. Doch diese Nähe scheint auch eine politische und religiöse Partnerschaft widerzuspiegeln. Das größte Rätsel umgibt jedoch die letzten Jahre von Echnatons Herrschaft. Etwa im 12. Regierungsjahr verschwindet Nofretete plötzlich aus den Aufzeichnungen. Gleichzeitig taucht eine mysteriöse Figur namens Anshet Cheperu-Re Neferneferuaton auf, die für kurze Zeit als Mitregent oder sogar als eigenständiger Pharao regierte. Viele Forscher glauben heute, dass Nofretete diesen neuen Namen annahm und nach dem Verschwinden oder dem Tod ihres Mannes selbst den Thron bestieg. Sie hätte als weiblicher Pharao regiert, um die Aton-Revolution zu bewahren, bevor der junge Tutanchamun die Macht übernahm. Nofretete bleibt eine schillernde und geheimnisvolle Figur. Eine Frau von immenser Schönheit, Macht und Intelligenz, deren wahre Rolle im Drama der Amarna-Zeit vielleicht für immer im Sand der Zeit verborgen bleiben wird. Als das gleißende Licht von Echnatons Herrschaft zu verblassen begann, betrat eine schattenhafte Gestalt die Bühne der ägyptischen Geschichte, so flüchtig und rätselhaft, dass sie bis heute Historiker vor ein beinahe unlösbares Puzzle stellt. Semenchkare. Nach Echnatons Tod, oder vielleicht schon kurz davor als Mitregent, übernahm diese Person den Thron. Doch wer war Semenchkare? Die Spuren sind rar, die Theorien zahlreich und widersprüchlich. Der Name selbst, lebendig, sind die Castes Re, deutet bereits eine vorsichtige Annäherung an die alten Götter an. Eine Abkehr vom strengen Monotheismus
des Aton. Einige Ägyptologen glauben, Semenchkare sei ein Sohn Echnatons aus einer Nebenbeziehung oder vielleicht sein jüngerer Bruder gewesen. Eine andere, faszinierendere Theorie besagt, dass Nofretete selbst unter diesem neuen Namen den Thron bestieg, um die Dynastie zu erhalten, ähnlich wie Hatschepsut Jahrhunderte zuvor. Funde wie ein Weinkrugsiegel, das Semenchkare als geliebt von Echnaton bezeichnet, befeuern die Spekulationen nur weiter. War dies die Zuneigung eines Vaters zu seinem Sohn, eines Königs zu seiner Gemahlin oder etwas völlig anderes? Semenchkares Regentschaft dauerte kaum mehr als 1 oder 2 Jahre. Es war eine Zeit des Übergangs, ein fragiles Interregnum, in dem die Weichen für die Zukunft gestellt wurden. Vermutlich gab es bereits Verhandlungen mit der alten Priesterschaft des Amun in Theben. Die radikale Revolution von Achet-Aton hatte das Land zutiefst gespalten und ein Kompromiss schien unausweichlich, um einen Bürgerkrieg zu verhindern. Doch bevor eine klare politische Linie etabliert werden konnte, verschwand Semenchkare ebenso plötzlich, wie er aufgetaucht war. Sein Tod ist so mysteriös wie sein Leben. Er ist eine Fußnote der Geschichte, ein Geist, der durch die verlassenen Hallen von Amarna weht. Ein Symbol für das wankende Fundament, auf dem Echnatons neue Welt gebaut war. Und das nun unter dem Gewicht der Tradition zu zerbrechen drohte. Inmitten der theologischen Umwälzungen und des Glanzes der neuen Hauptstadt Achet-Aton wuchs ein Junge heran, dessen Name untrennbar mit dem Gott seines Vaters verbunden war: Tutanchaton, das lebende Abbild des Aton. Geboren um das Jahr 1341 v. Chr., war sein Schicksal von Anfang an von den radikalen Entscheidungen Echnatons geprägt. Seine Kindheit verbrachte er nicht im traditionellen Machtzentrum Theben, sondern in der isolierten Wüstenstadt, umgeben von der neuen Ikonographie des Aton, der Sonnenscheibe mit ihren lebensspendenden Strahlen. Er war ein Prinz einer neuen Ära, erzogen im Glauben, dass es nur einen einzigen wahren Gott gab. Seine genaue Herkunft ist bis heute Gegenstand intensiver Forschung. DNA-Analysen aus dem Jahr 2010 legen nahe, dass er der Sohn Echnatons war und seine Mutter eine Schwester seines Vaters, eine inzestuöse Verbindung, die im ägyptischen Königshaus nicht unüblich war, um die göttliche Blutlinie reinzuhalten. Diese Verbindung könnte jedoch auch zu den bekannten gesundheitlichen Problemen des jungen Königs beigetragen haben. Als Kind war Tutanchaton eine Figur im Hintergrund, überschattet von seinem charismatischen, fast fanatischen Vater und seiner mächtigen Stiefmutter Nofretete. Er lernte die Rituale des Aton-Kultes, sah die Priester der alten Götter entmachtet und erlebte, wie Ägyptens traditionelle Welt auf den Kopf gestellt wurde. Doch während er aufwuchs, wuchs auch der Widerstand im Land. Die alten Mächte, insbesondere die Amun-Priesterschaft, warteten im Verborgenen auf ihre Chance. Nach dem Tod Echnatons und dem kurzen, geheimnisvollen Intermezzo von Semenchkare wurde der erst 9 Jahre alte Tutanchaton zum Pharao gekrönt. Ein Kind auf dem Thron, das zum Spielball mächtiger Berater wie Eye und Horemheb wurde. Sein Name, Tutanchaton, war ein Bekenntnis zu einer sterbenden Revolution. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Mächte der Restauration ihn zwingen würden, dieses Bekenntnis zu widerrufen und seinen Namen für immer zu ändern. Die Stadt Achet-Aton, Echnatons Horizont des Aton, war mehr als nur eine Hauptstadt. Sie war ein Manifest aus Stein und Sand, der physische Ausdruck einer radikalen theologischen Vision. Doch kaum 20 Jahre nach ihrer Gründung begann ihr ebenso schneller wie unaufhaltsamer Niedergang. Unter der Herrschaft des jungen Tutanchaton
der bald zu Tutanchamun werden sollte, fiel die Entscheidung, die Stadt aufzugeben. Dieser Exodus war kein langsames Verblassen, sondern ein organisierter, fast überstürzter Rückzug aus der Wüste. Die Gründe waren vielschichtig und zutiefst politisch. Der Druck der traditionellen Priesterschaft in Theben war immens. Das Reich, so argumentierten sie, litt unter dem Zorn der verlassenen Götter. Um Ägypten zu heilen und die göttliche Ordnung, die Ma'at, wiederherzustellen, musste der Hof nach Theben und Memphis zurückkehren und Amun wieder an die Spitze des Pantheons setzen. Für die Tausenden von Bewohnern Achetatons muss es ein traumatisches Ereignis gewesen sein. Handwerker, Schreiber, Soldaten und Priester, die ihr Leben im Dienst des Aton aufgebaut hatten, mussten nun ihre Häuser verlassen. Karawanen zogen durch die Wüstenstraßen, beladen mit Hausrat, Statuen und königlichen Schätzen. Die Stadt, die einst als ewiges Zentrum des Universums geplant war, leerte sich zusehends. Zurück blieben die monumentalen Tempel, die leeren Paläste und die unvollendeten Gräber in den Felsklippen. Der Wind fegte durch die breiten Alleen, wo einst Prozessionen stattgefunden hatten. Achetaton wurde zur Geisterstadt. Es war das offizielle Ende des Amarna-Experiments. Die Natur begann langsam, sich das zurückzuholen, was ihr genommen worden war. Der Sand legte sich über die Mosaikböden und die Fundamente der Villen. Die Aufgabe der Stadt war ein symbolischer Akt von enormer Tragweite. Es war die Kapitulation vor der Tradition, die öffentliche Verleugnung von allem, wofür Echnaton gestanden hatte. Die Utopie war gescheitert und Ägypten kehrte in den Schoß seiner alten Götter zurück, während die Sonnenstadt im Wüstensand dem Vergessen anheimfiel. Nach dem Tod Tutanchamuns und der kurzen Herrschaft von Eye bestieg der General Horemheb den Thron. Mit ihm begann die systematische und rücksichtslose Auslöschung Echnatons und seiner gesamten Epoche aus dem Gedächtnis Ägyptens. Dieses Vorgehen ist bekannt als Damnatio Memoriae, die Verdammung des Andenkens. Es war kein bloßer Akt der Zerstörung, sondern eine gezielte theologische und politische Operation, um die Geschichte neu zu schreiben und die Amarna-Zeit so darzustellen, als hätte sie nie existiert. Horemhebs Edikt befahl, die Namen von Echnaton, Semenchkare, Tutanchamun und Ege aus allen offiziellen Aufzeichnungen zu tilgen. In Tempeln und auf Monumenten im ganzen Land machten sich Arbeiter daran, die Kartuschen der Ketzerkönige mit Hammer und Meißel zu entfernen. Ihre Gesichter wurden von Reliefs gekratzt, ihre Statuen zerschlagen und in Gruben vergraben oder als Füllmaterial für neue Bauten verwendet. Besonders Achet-Aton, die verlassene Hauptstadt, wurde zum Steinbruch. Ihre prächtigen Tempel und Paläste wurden systematisch abgetragen. Die kunstvoll dekorierten Talatat-Blöcke wurden für die Fundamente von Horemhebs eigenen Bauprojekten in Karnak und Luxor missbraucht. Die Amun-Priesterschaft, nun wieder in voller Macht, überwachte diesen Prozess mit Genugtuung. Echnaton wurde nicht mehr beim Namen genannt, sondern nur noch als der Feind von Achet-Aton oder der Verbrecher bezeichnet. In den offiziellen Königslisten wurde die Zeit von Echnaton bis Horemheb einfach übersprungen. Die Herrschaft wurde direkt von Amenophis III. Auf Horemheb übertragen, wodurch eine Lücke von fast 30 Jahren entstand. Dieser Versuch der totalen Auslöschung war so gründlich, dass Echnaton für fast 3000 Jahre aus der Geschichte verschwand. Er wurde zu einer Leerstelle, einem Phantom. Paradoxerweise war es gerade diese extreme Form der Zerstörung, die seine spätere Wiederentdeckung ermöglichte. Die als Füllmaterial wiederverwendeten Steinblöcke überdauerten die Jahrtausende im Inneren anderer Monumente
und bewahrten so die einzigartige Kunst und die Inschriften der Amarna-Zeit für die Archäologen der Neuzeit. Für fast 3000 Jahre schien es, als hätte die Wüste ihr Urteil über Echnatons Vision gesprochen. Seine Stadt, Achet-Aton, der Horizont des Aton, wurde verlassen, ihre Steine für neue Bauten geraubt, ihre Tempel demontiert und ihr Name aus den Annalen der Pharaonen getilgt. Der Sand wehte über die leeren Straßen und Paläste, begrub die Revolution unter einer stillen, ockerfarbenen Decke des Vergessens. Doch die Geschichte hat eine Art, ihre verlorenen Kapitel zurückzufordern. Die Wiederentdeckung begann nicht mit dem Spaten eines Archäologen, sondern in den Händen einer ägyptischen Bäuerin im Jahr 1887. Beim Graben nach fruchtbarem Nilschlamm stieß sie auf eine Sammlung von Tontafeln, bedeckt mit der seltsamen Keilschrift Babyloniens. Es waren die Amarna-Briefe, ein diplomatisches Archiv von unschätzbarem Wert, das die Korrespondenz zwischen dem ägyptischen Hof und den Herrschern des Nahen Ostens enthielt. Diese Tafeln waren der erste handfeste Beweis für die Existenz dieser geheimnisvollen, vergessenen Hauptstadt. Sie waren ein Flüstern aus der Vergangenheit, das die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf sich zog. Die systematische Erforschung begann kurz darauf. Pioniere wie der Brite Flinders Petrie kamen in diese abgelegene Gegend und begannen den Schleier des Sandes zu lüften. Mit akribischer Sorgfalt legten sie die Fundamente der großen Tempel frei, die einst dem Aton geweiht waren. Sie kartierten die weitläufigen Paläste, die Villen der Adligen und die bescheidenen Häuser der Arbeiter. Langsam, Stück für Stück, erstand Achet-Aton aus seinem langen Schlaf. Was die Archäologen fanden, war keine gewöhnliche ägyptische Stadt. Ihr Grundriss spiegelte Echnatons Ideologie wider. Breite, gerade Achsen, die auf die Tempel des Sonnengottes ausgerichtet waren, offene Höfe anstelle von dunklen, geheimnisvollen Sanktuarien. Die Kunst in den Gräbern und Häusern zeigte eine nie dagewesene Intimität der königlichen Familie. Die Archäologie enthüllte nicht nur Steine und Mauern, sie offenbarte den physischen Abdruck eines radikalen Traums, eingefroren in der Zeit. Kaum eine Frage im Zusammenhang mit Echnaton hat so viele Debatten ausgelöst, wie die nach einem möglichen Echo seiner Ideen in einer anderen großen, monotheistischen Tradition, dem Judentum. Die Parallelen sind auf den ersten Blick verblüffend und haben Denker von Sigmund Freud bis zu modernen Ägyptologen fasziniert. Könnte Echnatons Aton-Kult eine Art Proto-Monotheismus gewesen sein, der die späteren hebräischen Propheten beeinflusste? Der Kern des Arguments liegt im Vergleich zwischen Echnatons großem Hymnus an den Aton und dem Psalm 104 der hebräischen Bibel. Beide Texte preisen einen einzigen, universellen Schöpfergott. Sie folgen einer ähnlichen Struktur. Die Beschreibung der Dunkelheit bei Abwesenheit der Gottheit, gefolgt von der Freude und dem Erwachen allen Lebens bei ihrem Erscheinen am Horizont. Beide betonen die Rolle des Gottes als alleiniger Versorger für die gesamte Menschheit und Tierwelt, nicht nur für Ägypter oder Israeliten. Die Ähnlichkeiten im Ton, in der Bildsprache und im theologischen Konzept sind so frappierend, dass ein zufälliges Entstehen unwahrscheinlich scheint. Freud ging in seinem Werk Der Mann Moses und die monotheistische Religion so weit zu spekulieren, dass Moses selbst ein ägyptischer Priester des Aton-Kultes gewesen sein könnte, der nach Echnatons Tod dessen Ideen zu den Hebräern brachte. Doch so verlockend diese Theorie auch ist, die moderne Wissenschaft mahnt zur Vorsicht. Es gibt keinerlei direkten archäologischen oder textlichen Beweis, der eine Verbindung
zwischen den Amarna-Anhängern und den frühen Israeliten belegt. Die zeitliche Lücke zwischen dem Untergang Amarnas und dem Aufkommen des biblischen Monotheismus ist beträchtlich. Zudem waren viele der in den Hymnen verwendeten Motive, wie die Sonne als Lebensspender, Teil eines breiteren religiösen Vokabulars im alten Orient. Es ist möglich, dass beide Traditionen unabhängig voneinander auf einen gemeinsamen kulturellen Ideenpool zurückgriffen. Die Debatte bleibt somit ungelöst. Sie ist ein faszinierendes Gedankenspiel, das uns zwingt, über die Wege nachzudenken, auf denen revolutionäre Ideen reisen, mutieren und manchmal an den unwahrscheinlichsten Orten wieder auftauchen. Die Kunst der Amarna-Zeit ist einzigartig und verstörend. Echnaton und seine Familie werden mit verlängerten Schädeln, schmalen Gliedmaßen, weiblichen Hüften und vollen Lippen dargestellt. Über Jahrhunderte führte diese Darstellung zu wilden Spekulationen. Litt der Pharao an einer genetischen Krankheit, wie dem Marfan-Syndrom oder einer hormonellen Störung? War er ein intersexueller Herrscher? Die Antwort auf dieses Rätsel kam nicht aus der Kunstgeschichte oder der Archäologie, sondern aus dem stillen klinischen Raum eines modernen Genlabors. Im Jahr 2010 veröffentlichte ein Team unter der Leitung von Zahi Hawass die Ergebnisse einer bahnbrechenden DNA-Analyse mehrerer königlicher Mumien aus dem Neuen Reich, darunter der von Tutanchamun und der geheimnisvollen Mumie aus dem Grab KV55, die weithin als Echnaton identifiziert wird. Die Ergebnisse waren eine Sensation und fegten viele alte Theorien vom Tisch. Die DNA bestätigte zweifelsfrei, dass die Mumie aus KV55 der Vater von Tutanchamun war. Und seine Mutter? Sie war die als The Younger Lady bekannte Mumie aus Grab KV35 und sie war gleichzeitig die Vollschwester der KV55-Mumie. Tutanchamun war das Produkt einer Geschwisterehe, einer unter Pharaonen nicht unüblichen Praxis, die jedoch das Risiko genetischer Defekte drastisch erhöhte. Tatsächlich litt Tutanchamun, wie die Untersuchungen zeigten, an einer Knochennekrose und Malaria, was wahrscheinlich zu seinem frühen Tod beitrug. Doch was ist mit Echnatons seltsamem Aussehen? Die genetische Analyse fand keinerlei Beweise für das Marfan-Syndrom, das Fröhlich-Syndrom oder irgendeine Form von Gynäkomastie. Die biologische Realität, die in den Genen konserviert war, stimmte nicht mit der künstlerischen Darstellung überein. Die Schlussfolgerung ist tiefgreifend. Die einzigartige Ikonographie der Amarna-Zeit war keine realistische Abbildung einer körperlichen Pathologie. Sie war eine bewusste theologische Aussage. Der Aton war der alleinige Schöpfer, der Mutter und Vater aller Dinge war. Indem Echnaton sich selbst mit androgynen Zügen darstellen ließ, positionierte er sich als irdische Manifestation dieses allumfassenden, dualgeschlechtlichen Schöpfergottes. Die Kunst war kein Porträt, sondern ein Dogma. Betrachtet man die unmittelbare Zeit nach seinem Tod, so muss man Echnatons Revolution als monumentalen Fehlschlag bezeichnen. Seine Religion wurde ausgelöscht, seine Hauptstadt verlassen, seine Denkmäler geschleift und sein Name aus den Königslisten getilgt. Die alten Götter, angeführt von Amun-Re, kehrten mit aller Macht zurück und Ägypten beeilte sich, die Erinnerung an den Ketzerkönig aus dem kollektiven Gedächtnis zu verbannen. Und doch wäre es zu einfach, sein Erbe allein am Scheitern zu messen. Ideen sind widerstandsfähiger als Stein. Auch wenn sie unterdrückt werden, hinterlassen sie Spuren in der intellektuellen Landschaft, die sie zu verändern suchten. Echnatons bleibender Einfluss ist subtil, aber tiefgreifend. Er war der erste Mensch in der aufgezeichneten Geschichte, der versuchte, eine ganze Gesellschaft
auf der Grundlage einer einzigen, radikalen, theologischen Idee neu zu formen. Er bewies, dass ein Bruch mit Jahrtausende alten Traditionen überhaupt denkbar war. Sein Konzept eines universellen Gottes, der nicht an ein Volk oder ein Land gebunden ist, sondern sich um alle Menschen und alle Kreaturen auf der Erde kümmert, war eine Idee, die ihrer Zeit weit voraus war. Sie legte einen intellektuellen Grundstein, auf dem spätere universelle Religionen aufbauen konnten, auch wenn keine direkte Linie nachweisbar ist. Selbst in der Reaktion auf seine Ketzerei zwang Echnaton die ägyptische Theologie zur Weiterentwicklung. Die Priesterschaft des Amun musste nach der Amarna-Zeit ihre eigene Theologie verfeinern und vertiefen, um die Lehren des Ketzers zu widerlegen. Einige Gelehrte argumentieren, dass die spätere ägyptische Religion eine persönlichere, transzendentere Qualität entwickelte, vielleicht als leises Echo auf die Fragen, die Echnaton aufgeworfen hatte. Letztendlich ist Echnatons Geschichte die eines tragischen Visionärs. Er war ein Träumer, der die Komplexität der menschlichen Natur und die Trägheit der Tradition unterschätzte. Sein Erbe ist nicht das einer erfolgreichen Religion, sondern das des Mutes oder der Hybris, alles für eine einzige, alles verzehrende Vision zu riskieren. Er bleibt eine ewige Mahnung und Inspiration, eine Gestalt, die uns daran erinnert, dass die größten Sprünge im menschlichen Denken oft von jenen unternommen werden, die am Rande des Verständnisses ihrer eigenen Zeit stehen.